Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Themen, die ich für euch vorbereitet habe, sind natürlich frisch gepresst. Mein Name ist Lars Korsten. Themen sind 777X, TIA 4B, Phase ist eingetreten. Ich erkläre euch, was es heißt. Wer aufpasst, weiß ja, wir waren ja schon in 4A. Dann geht es weiter mit dem Themen Gulf Airlines. Da ist im Nahen Osten wieder mehr Verkehr. Und wir haben weitere Themen wie zum Beispiel Asiana verlässt die Starlines. Was macht die Lufthansa mit Tickets? Und wir haben eine Hyatt Global Promotion, die eher ein Promotionchen ist. Wie ist denn das? Wie würde man das verniedlichen? Aber ihr denkt wie immer dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber natürlich dann auch aufs School zu kommen und dort Gas zu geben. Das erste Thema, was wir haben, ist die Boeing 777X und da ist die Zulassung in der Tat in der entscheidenden Phase. Da sind wir in TIA 4B angekommen, heißt also einfach Fakten. Boeing 777-9, Teil der 777X-Serie. Die FAA ist die Zulassungsbehörde und die haben eine neue Timeline. Zertifizierung frühestens Anfang 2027, Auslieferung ab 2027. Das heißt also, Flugpläne kommen ja ab April. Würde also heißen für die Lufthansa, wenn die Training machen, wird das irgendwie erst zum Winterflugplan werden mit den regulären Flügen. Also das heißt, vorher würde man diese Trainings machen. Erstkunde ist ja Lufthansa mit einer Verzögerung von 7 Jahren. 30 bereits gebaute Flugzeuge müssen nachgerüstet werden. Das sind dann quasi die, ja, ich will jetzt sagen, die Bastelbuden, so wie es bei Airbus A380 ja auch war. Aber die Frage ist, was bedeutet TIA 4B? Das nennt sich Type Inspection Authorization, das ist ein Zulassungsschritt der FAA. Und die Phase 4 ist die Flugtestphase mit Behördenbeteiligung. Und 4B ist der größte und der komplexeste Bestandteil der finalen Flugtests. Da geht es darum, dass die Avionik getestet wird, dann geht Flugstabilität und Steuerbarkeit, Human Factors, also Pilot Interaction und Cockpit-Logik. Guter Schritt, oder? Also insofern vielleicht eine kleine leichte Verspätung, aber ansonsten Business as usual. Und Stephanie Pope von Boeing sagt folgendes Zitat: TIA 4B ist der größte verbleibende Teil unseres Flugtests. Ja, ist ja auch der letzte Teil. Wichtig ist natürlich, dass Boeing die Kontrolle über ihr Programm behält und dass sie da auch jetzt ein Flugzeug abliefert, was halt wirklich auch so performt, wie es performen soll. Die Lufthansa wird hoffentlich glücklich werden. Ihr seht ja auch, ich bin hier zum Beispiel im First Class Terminal, geht heute nach New York. Und die andere Frage ist natürlich, ist die 777X überhaupt noch konkurrenzfähig beim Start? Also, oder ist das dann schon wieder, weil die Allegris ist ja dann 7 Jahre alt, die für das Flugzeug gebaut worden ist. Die Zulassung, hoffe ich, steht ja bei Lufthansa. Wichtigste Erkenntnis ist halt, das Programm bleibt wirklich massiv verspätet, aber bei der Entwicklung und so weiter ist es jetzt nicht wirklich wahrscheinlich, dass da große Verspätungen kommen. Kleinere sind natürlich immer nicht auszuschließen. Würdet ihr gezielt einen Flug mit der 777X buchen oder lieber auf bewährte Modelle setzen? Wie ist eure Meinung zur 777X oder zu Boeing grundsätzlich? Ist das eine Frage, die ich mich überhaupt traue zu fragen, bevor ich wieder bambut werde in den Antworten? Dann haben wir ein Comeback der Gulf Airlines, das ist das nächste Thema. Druck auf Europa steigt ganz klar. Nach dem Iran-Konflikt haben die Gulf Airlines ja richtig Federn gelassen, aber sind jetzt überraschend schnell wieder auf das Vorkrisenniveau hochgegangen. Gleichzeitig steigt auch der Wettbewerbsdruck auf die europäischen Fluggesellschaften. Lufthansa hat ja zum Beispiel verdient wie bekloppt. Die wussten gar nicht, wohin mit dem Geld. Das sind jetzt meine Worte, aber so ähnlich hatte sich ja Carsten S. aus M. Da eingelassen. Aber die Fluggesellschaften wie Emirates, wie Qatar, wie Etihad sind auf Vollgas. Emirates bei 92% der Kapazität, Etihad und Qatar bei 90%, also auch nicht weit weg. Und damit ist die Recovery also richtig gut am Laufen. Die IATA-Prognose ist Gewinn 2026 nur 23 Milliarden US-Dollar, vorher waren es 41 Milliarden. Gründe sind klar, die höhere Kerosinpreise. Wenn wir jetzt Frieden im Iran bekommen mit dem Trump-Deal, dann sollten die Preise auch wieder etwas entspannter werden und natürlich auch schwächere Nachfrage. Das sind die Probleme, mit denen die Gulf Airlines zu kämpfen haben.
Und die Frage ist natürlich, wie schnell werden die wieder den Markt dominieren, wie schnell werden die Passagiere vergessen, oder wenn wir Timothy Clark vertrauen dürfen, sagen die natürlich, die Passagiere vergessen schnell, wenn der Preis okay ist, hat Carsten S. aus M ja auch gesagt. Heißt also, damit haben wir dann steigenden Druck bei der Lufthansa, das kann man ganz klar das Fazit ziehen, und das ist eine extrem schnelle Recovery, die am Golf durchgezogen haben, natürlich auch aus Eigennutz und Eigensicherung, weil sie wieder zurück zum Normal Business wollen. Ja, die Frage ist, werden halt europäische Airlines gegenüber Gulf Airlines langfristig bestehen? Dann haben wir ein Thema, was zur Starlines hier zur Lounge passt, ist natürlich das Thema Asiana. Asiana verlässt die Starlines und damit ist der Austritt am 16. Dezember 2026 besiegelt. Hintergrund ist natürlich die vollständige Integration in Korean Air und der Austritt, ich sage es nochmal, 16. Dezember, Meilen sammeln nur bis zum 15. Oktober, Integration ab dem 17. Dezember, ich weiß gar nicht, was September sagen, Dezember 2026, und damit verliert man in der Starlines wichtigen Korea Carrier. Das heißt also, wir haben einen echten Verlust. Asiana ist gut. Starlines reduziert sich damit auf 25 Mitglieder und Korean stärkt natürlich ihre Marktposition. Und die Starlines sagt, Asiana hat eine wertvolle Rolle im Netzwerk gespielt. Das stimmt ja auch so. Frage ist natürlich, ob die Preise höher werden. Logisch, wenn Wettbewerb sinkt, werden die Preise höher und die Starlines verliert seine Attraktivität. Ich denke mal, einmal so, einmal so. Das heißt also, dann kommen neue, also es wechselt. Und Fazit ist, dass es wirklich in der Tat ein bedeutender Allianzverlust ist. Entwicklung ist natürlich die stärkere Konsolidierung in Asien. Die geht natürlich nicht nur in Europa, sondern auch in Asien weiter. Und die Frage ist der Verlust von Asien ein Problem für Starlines oder verkraftbar? Jetzt wollt ihr natürlich wissen, was das für die Lufthansa-Tickets heißt. Die werden dann einfach umgeschrieben auf Korean Ticket Stock, wenn ihr Flüge mit Asiana hattet oder haben werdet. Ja, dann gibt es was mich als Hyatt-Fan enttäuscht. Das ist die Enttäuschung von Hyatt Promotion. Die Global Promotion ist schwierig. Und zwar Zeitraum 1. Juli bis 7. September, 2000 Punkte pro 2 Nächte, maximal 8000 Punkte. Und die Einschränkung ist natürlich, die erste Nacht gilt nicht. Heißt also, wenn ihr mehr als 2 Nächte habt, gibt es 2000 Punkte. Das ist nach der letzten Entwertung schwierig. Und ich denke mal, dass das die schwächste Promo aller Zeiten ist. Ihr könnt das auch überantworten und bewerten. Und damit wird Hyatt natürlich, damit holen sie kein Kotelett vom Teller. Und das Fazit ist, dass das eine sehr schwache Promo ist. Das ist halt eine Erkenntnis, das muss man so sagen. Weitere Entwertungen bei Hyatt anscheinend auch kommend. Also es wird nicht besser werden. Ja. Ihr denkt dran, dass wir natürlich ein Gesamtfazit wie immer ziehen und das Gesamtfazit ist, Boeing bleibt strukturell natürlich angeschlagen, sind aber jetzt schön in der Tier 4B-Phase, heißt also, man ist jetzt im Endspurt, kann die Ziellinie fast schon riechen und Gulf Airlines gewinnen wieder massiv an Stärke. Aber die Airlines-Allianzen, die verlieren irgendwie an Bedeutung. Heute bin ich von Tallinn mit Lufthansa nach Frankfurt geflogen. Da war ja auch Etihad zum Beispiel angeschlagen. Also sieht man, obwohl man nicht in der Allianz ist, gibt es deutsche Partnerschaften, die außerhalb der Allianz sind. Und natürlich, dass Loyalty-Programme weiter entwertet werden mit solchen dusseligen Promotions. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch natürlich zu kommentieren und aufs Gut zu kommen und die Frage des Tages zu beantworten. Und die Frage des Tages ist ganz klar, ist Starlines ohne Asiana geschwächt? Beziehungsweise, da können wir ja auch ganz klar sagen, ist der Verlust von Asiana für die Starlines verkraftbar oder ein Problem? Also in dem Sinne, danke, dass ihr heute dabei wart. Ich freue mich, euch wieder bei der nächsten Sendung zu sehen. Bis dann, ciao.